Ich bin Lyubuschkin Wladimir Alexejewitsch, geboren am 12. April 1993. Geboren in Russland, Republik Sascha, Jakutien, Stadt Aldan. Ich wohne an der Adresse. Sie brauchen die Adressen nicht zu sagen. Ich wurde gefangen genommen. Was machen Sie? Was soll ich dann sagen? Worum Sie gebeten wurden, mir zu sagen. Das meine Mutter. Mir wurde gerade davon erzählt. Im Allgemeinen lasst uns. Es ist nur so, dass wir das zum ersten Mal haben, wenn jemand es einfach nimmt und selbst anfängt, in die Kamera zu sprechen. Wir führen ein Gespräch. Ich wusste nicht. Sie sind mobilisiert. Ja. Sind Sie mit der Veröffentlichung dieses Gesprächs einverstanden? Ja. Warum? Für alle zu sehen. Wofür ist das? Damit andere so etwas nicht tun. Welche Tat hast du gemacht? Ich bin wegen des Krieges hierher gekommen. Es ist klar. Man hat mir gesagt, Sie hätten eine unglaublich interessante Geschichte. Das hatten wir auf unserem Kanal nicht. Über das Leben in einem Waisenhaus? Sie haben mir nichts vom Waisenhaus erzählt. Okay. Wann wurden Sie mobilisiert? Ich wurde am 24. Oktober mobilisiert. Aus welcher Stadt? Stadt Aldan. Was ist diese Republik? Sascha, Jakutien. Jakutien ist weit weg. Die Entfernung von Wladiwostok beträgt 4000 Kilometer. Irgendwo so. Wie weit bis Moskau? Moskau. Vielleicht eine Woche im Zug. Sind Sie mit dem Flugzeug angereist? Ja, mit dem Flugzeug. Woche im Zug. Wurden Sie über das Strafboot mobilisiert? Ja. Militärische Vorladungen? Ja, es ist nicht freiwillig. Sie zwangen mich, zur Vorladung zu erscheinen. Es ist wie? Sie kamen und nahmen mich mit. Warst du zu Hause? Ja. Zu welcher Zeit? Ich war zu der Zeit betrunken. Betrunken? Ja. War es abends? Nein, ungefähr. Tagsüber, in Kürze, gegen 3 Uhr. 4 Uhr nachts. Du warst betrunken und sie kamen und holten dich aus dem Haus? Ja. Wer ist gekommen? Polizei. Wurden sie betrunken zum Wehrdienst gebracht? Für Vorladungen, ja. Und dann? Und dann musste ich natürlich gehen, weil mir die Vorladung bereits zugestellt worden war. Warum sind sie zu Ihnen nach Hause gekommen? Weil es notwendig ist, alle Mobilisierten einzusammeln. Wer hat die Kategorie A1? Aber ich habe im Allgemeinen die Kategorie A3. Was bedeutet es? A1, A3. Eignung. Habt ihr etwas gefeiert? Einen Tag, 3 Stunden. War es ein Feiertag? Am Wochenende. Ich kam von der Arbeit zurück. Beruf? Schleuderer im Unternehmen Iron Trans Service. Schleuder. Ich weiß nicht, wer es ist. Wenn ein Kran etwas Schweres hebt, hackt der Schleuderer die Last mit Schlingen ein. Sie hängen die Haken an die Ladung. Du hast als Schleuder gearbeitet. Welches Gehalt haben Sie erhalten? Mein Gehalt beträgt bis zu 75. Normales Gehalt. Oder nicht? Ganz normal für unsere Stadt. Und was? Arbeitest du nachts oder nicht? Nein, ich war dort im Dienst. Ich kam von der Schicht. Sie kamen von Ihrer Schicht und setzten sich hin, um Alkohol zu trinken. Sie haben sich hingesetzt und getrunken. Warum sind Sie gekommen? Haben Sie einfach an der Tür geklingelt? Ja. Warst du sehr betrunken? Wenig. Durchschnitt. Wie viel haben Sie getrunken? Nun, ich schätze, es sind 6 Dosen Bier und auch etwas Cognac. 3 Liter. Nein. Meine Frau und ich trinken nicht so viel. Haben Sie und Ihre Frau alles ausgetrunken? Meine Frau trinkt nicht viel. Ja, man hat mir gesagt, dass Sie diese Dinge schon als Kind hatten. Meine Mutter wollte mich als Kind töten. Wie war es? Also, Hatten Sie Brüder? ich war alleine. Meine Mutter erzählte mir, dass meine Schwester zuerst geboren wurde, die Lungenentzündung nicht überstanden hat und gestorben ist. Mein Bruder wurde geboren und starb auch an einer Lungenentzündung. Ich wurde mit einer Lungenentzündung geboren. Das war hart. Wie alt waren Sie? Dann? Ich kann mich nicht erinnern. Du warst klein. Bis zum Alter von 6 Jahren spielte meine Mutter mit mir herum. Alles schien normal. Dann begann sie zu trinken und schlug ihre eigene Mutter. Dann fing sie an, mich zu schlagen, auf mich zu springen, damit ich sterbe. Sie versuchte, mich an den Hund zu verfüttern. Ich hatte einen Stiefvater, meinen Vater kenne ich nicht, ich glaube, er wurde getötet.
Es ist nicht bekannt, ob seine Mutter ihn getötet hat oder jemand anderes. Und der Stiefvater hat zugesehen und nichts getan? Nein, Stiefvater, ganz im Gegenteil. Als sie mich an den Hund verfüttern wollte, hat er den Hund weggezogen und mich gerettet. Hat sie ein Hund gebissen? Ja, sogar die Narbe ist geblieben. Wo ist die Blinddarmentzündung? Zeigen Sie es nicht. Warum hat der Hund Sie gebissen? War es der Hund Ihrer Familie? Der Hund gehörte meinem Stiefvater. Meine Mutter hatte meinen Stiefvater gerade kennengelernt. Meine Mutter hat einfach viel getrunken. Mama ist Alkoholikerin. Hat sie dich ins Gehege gebracht? Nein, der Hund war nur an einer Kette und meine Mutter hat mich geschleift. Ich hatte Angst vor Hunden. Und am Ende hat sie mich gebissen. Und meine Mutter zehrte mich weiter. Der Stiefvater sah das und trat sie und den Hund. Am selben Abend, als wir bereits das Haus meines Stiefvaters verließen, warf sie mich einfach um und sprang auf mich, und ich fing an zu keuchen. Danach sagte sie so etwas wie, vielleicht muss ich dich nicht töten, und sie ließ mich am Leben. Beim nächsten Saufgelage verfolgte sie mich mit einer Axt. Und am Ende, diese Säufer. Sie hat mich fast verbrannt. Konnten Sie Ihrer Mutter entkommen? Ja, ich bin vor ihr weggelaufen. Wie alt warst du? 6 Jahre. Ich bin vor ihr weggelaufen. Wo hast du dich versteckt? Sie hat mich nicht gefunden. Ich selbst kam später, als sie genug nüchtern war. Erinnerte sie sich daran, was passiert war? Sie sagte mir, sie könne sich nicht erinnern. Das ist noch nicht alles. Als sie aus dem Gefängnis kam und ich wieder bei meinem Stiefvater war, beschloss sie, mich wieder zu töten. Sie tötete meinen Stiefvater und tötete, glaube ich, auch seinen Freund. Ich habe mich in einem Zwinger mit einem Hund versteckt, der mich gerade beißen wollte. Hat der Hund gebissen? Der Hund hat mich nicht gebissen. Hast du Freunde gefunden? Ich bin mit dem Hund gegangen. Verstanden. Wie hat sie deinen Stiefvater und seinen Freund getötet? Der Stiefvater wurde offenbar mit einer Axt am Kopf getroffen, der Freund mit einem Messer. Haben sie getrunken? Ja. Hast du gesehen, was los ist? Ich habe mich in einer Kabine versteckt. Hat sie nach dir gesucht? Sie folgte mir und der Hund ließ sie nicht hinein. Waren sie schon einmal in einer Kabine? Der Hund bellte und sie stand einfach da. Und die Mutter meines Stiefvaters rief die Polizei und einen Krankenwagen. Privates Haus? Privates Haus. Im Dorf? Nischni Kuranach, Stadt Aldan, Nischni Kuranach, Siedlung. Kurz gesagt, der Hund hat dich gerettet. Und die Polizei kam gerade noch rechtzeitig. Meine Mutter rannte weg und wurde verhaftet. Und dann schickten sie mich in ein Waisenhaus. Dann fragten sie mich, ob ich möchte, dass meiner Mutter das elterliche Recht entzogen wird. Ich sagte, ja, das will ich, und ich blieb im Waisenhaus. Gibt es weitere Verwandte? Ja, aber sie sind Alkoholiker. Ich kommuniziere nicht mit ihnen. Was nach dem Waisenhaus? Nach dem Waisenhaus ging ich wie üblich zum Lernen. Er ging auch spazieren und trank. Ich habe im Leben nichts gelernt. Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Und sie kam zu uns nach Aldan, und zu dieser Zeit ging ich spazieren und trank. Ein Bekannter von mir hat sie getroffen. Und wir beschlossen, einfach abzuhängen und etwas trinken zu gehen. Und er kann ein Gespräch nur über das Telefon führen. Nicht wie wir. Und Sie wissen wie? Ja. Anscheinend war sie begeistert davon, dass ich live kommunizieren kann, und er tut dies über das Telefon. Sie lehnte ihn ab. Und wir kamen ins Gespräch. Dann besuchte ich sie. Nun, sie hatte keine große Wohnung. Sie lebte mit den Kindern. Sie zogen bei mir ein. In deine Wohnung? Das Waisenhaus stellte mir eine Wohnung zur Verfügung. Wussten Sie, was los ist? Über die Ukraine? Nun, ihre Truppen schießen auf Zivilisten. Das heißt, sie schießen, vergewaltigen, töten Kinder und so weiter. Oh, und auch die Tatsache, dass Kriegsgefangene hier verhöhnt werden und so weiter. Nun, wie sich herausstellt, ist es genau umgekehrt. Die in Gefangenschaft befindlichen Russen werden hier gut behandelt. Und du? Zunächst einmal haben sie mich medizinisch versorgt, und das tun sie auch heute noch. Man hat ihnen geholfen, sie haben eine Fraktur. Ich weiß. Während eines Panzerangriffs. Im Haus? Ja. Es liegt ein schwerer Bruch vor, die Knochen sind so gespalten. So ähnlich. Nun, das sagen die Ärzte. Es gibt eine Scherbe. Stückknochen oder? Nein, da ist ein Schrapnell von etwas, das den Knochen zertrümmert hat. Wie waren Sie ausgerüstet? Waren Sie schon einmal bei der Armee? Früher? Ja. Truppen? Ich habe 2011 bei der Luftwaffe im Langstreckenflieger gedient.
Tixi. Tixi? Ja. Die Mündung des Flusses Lena. Der Fluss Lena. Leptiomer. Luftwaffe. Langstreckenluftfahrt. Was hast du gemacht? Ich habe Schnee geschaufelt. Und alle? Es gibt immer einen Schneesturm. Entweder sie räumen den Schnee oder sie sind Lader. Seltsame Armee. Ja. Und dann wird uns gesagt, dass wir uns an die Grundlagen erinnern müssen. So? Ja. Und am Ende? Werfen Sie Schnee und seien Sie ein Lader. Es ist lustig. Wie lange trainierst du schon hier? Hier? Naja, ungefähr 2 Wochen. Und dann? Wir trainierten. Was haben Sie trainiert? Wie sollen wir schießen und rennen? Wie soll ich laufen? Ja. Nun ja, komplett ausgestattet. Hast du gelernt? Laufen? Nein, es war schwer zu atmen. Eine kugelsichere Weste? Die ich trug. Ich weiß nicht. Du trägst gerade keine Uniform. Ich verstehe es nicht. Schön, schick. Weiß der Teufel, oder? Eine kugelsichere Weste. Das ist alles. Welcher Helm? Der Helm ist gewöhnlich. Gewehrmagazine? Gewehrmagazin? Ich hatte keine. Ich hatte ein Maschinengewehr. Du bist ein Maschinengewehrschütze. Ja. Sie haben dir beigebracht, wie man rennt und schießt. Und dann? Wir gingen nach Volnovaka. Was war da? Wir warteten und trainierten. Nach? Attacke. Was hast du gestürmt? Fakniedache. Ugleda. Richtung Ugleda. Nach ihrer Gefangenschaft zu urteilen, haben Erwartungen und Ausbildung nicht viel gebracht. Wir fuhren in ein leeres Haus und blieben dort. Wenigstens war es dort gemütlich. Viel Essen? Da war nichts. Es gab kein Essen? Es gab kleine Vorräte an Lebensmitteln und Wasser. Aber meistens lagen die Rucksäcke auf der Straße, wir hatten Angst, hinauszugehen. Als sie fuhren, fingen sie an, auf sie zu schießen? Ja. Sie fuhren in einem gepanzerten Auto, sprangen ab und rannten in das Haus. Sie haben ihr Ziel nicht erreicht. Ja. Sie saßen in dem Haus, und dann wurde ihre Gruppe umzingelt. Wie viele Tage waren sie dort? Ungefähr 10 Tage. Ja? Ja, denn als der Panzer unser ganzes Haus zerstört hat, haben die meisten Leute wie ich. Wie viele von euch waren es? Alle Verwundeten versteckten sich im Keller. Von oben wurden alle getötet. Und es waren ungefähr 7 Leute im Keller. 10. Der Tank ist doch gut, oder? Der Panzerfahrer ist großartig. Kraftvoll. Mächtig? Wer war Ihr Offizier? Es gab keine Offiziere. Ja? Seid ihr Vagabunden? Nein, wir hatten einen Zugführer. Warum kämpft ihr? Narren. Sind viele gestorben? Sehr viel. Ist das Management effektiv? Also, Du hast nicht gesehen? nein. Verstehst du mich? Chefs. Ja. Wie gehen Sie mit ihnen um? Geschickt oder ungeschickt? Artillerie und Luftunterstützung. Kosmonauten. Denn als uns ein Panzer traf, haben wir die Artillerie um Hilfe gebeten, die es nicht gab. Und die Antwort auf die Frage, wie werden die Truppen geführt? Nicht sehr gut? Hat jemand Nein gesagt? Ja. Und Sie? Ich möchte leben. Was machen Sie mit Verweigerern? Es scheint, dass sie erschossen wurden. Ausführlicher. Diejenigen, die bereits hier sind und sich weigern, scheinen erschossen zu werden. Gab es viele Verweigerer? Ich habe 20 gesehen. 20? 20 Leute. Von wie vielen? Vom Unternehmen. 20 von 100 Personen. Wurden sie irgendwo hingebracht? Sie wurden vom FSB behandelt. Ein Mann, den wir kannten, kehrte nie zurück. Verweigerer? Wann hat er abgelehnt? Genaue Daten. Nicht nötig. Angenommen, er weigerte sich Anfang November. Naja, grob gesagt ja. Haben Sie den Kontakt zu ihm verloren? Ja. Und was denkst du? Er wurde getötet. Coole Armee. Ist es wie Barrieretruppen? Wenn du nicht sterben willst, bringen wir dich selbst um. Ja. Motiviert es Sie, zu gewinnen? Es motiviert uns überhaupt nicht. Wie viele Einwohner hat Russland? Wahrscheinlich 25 Millionen, wenn nicht mehr. Nennen Sie die größte Zahl, die Ihnen einfällt. 50 Millionen. Und in der Ukraine? Ich weiß nicht. Gar keine Ideen? Ich habe nicht einmal Gedanken. Außerdem herrscht Krieg. Was will Putin? Weiß nicht. Er sagt nicht. Nein. Sollen wir ihn anrufen? Nein. Warum? Rufen wir wenigstens Medvedev an. Du bist ein Bär und er ist ein Bär. Ich denke, die Diskussion wird nicht sehr gut sein. Warum denkst du so? Weiß nicht. Rufen wir Shoigu an. Shoigu?
Es sieht also so aus, als wäre er im Ruhestand. Noch nicht, wie es scheint. Warum habt ihr alle Angst, jemanden anzurufen? Dies ist mit Konsequenzen verbunden. Zum Beispiel? Dort hat jemand angerufen und etwas gesagt. Und in den Nachrichten heißt es, jemand sei bereits geräumt worden, oder es sei etwas anderes mit der Wohnung geschehen und so weiter. Es haben sich Schulden gebildet oder etwas anderes. Und wen hat diese Person angerufen? Zum Beispiel rief er VV Putin an. Wie? Ja. Du hast ein cooles Land. Wovor hast du Angst? Sie müssen alle verängstigt haben, deshalb haben alle Angst. Sie wurden eingeschüchtert. Das ist eine Tatsache. Sehen Sie die blauen Häkchen? Also lass sie die Nachricht. Schatz. Warte, was schreist du da? Schrei mich nicht an. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Nicht sehr. Ihr Mann ist in Gefangenschaft. Ich weiß. Sie haben das Video gesehen, in dem Geld für ihn bezahlt wurde. Ich habe das Geld für ihn bezahlt, das von unseren Bürgern, den Abonnenten, gespendet wurde. 2 Fragen. Erstens, willst du mit ihm reden? Ich will natürlich. Sind Sie mit der Aufzeichnung und Veröffentlichung dieses Gesprächs einverstanden? Das Wichtigste für mich ist, es zu sehen und zu hören. Sie müssen, wenn Sie reden möchten, müssen Sie zustimmen. Wenn Sie nicht auf diesen amerikanischen Internetseiten veröffentlicht werden wollen, dann sagen Sie, nein, ich will nicht. Und wir beenden das Gespräch. Zustimmen. Ja. Sie können kommunizieren. Schatz, hallo. Hallo, wie geht es dir? Na gut. Ich liebe euch alle sehr. Sag nicht, wo du bist. Wir lieben dich sehr und warten auf dich. Werden wir aufgekauft? Also? Oder ein Austausch? Austausch. Was meinen Sie mit einlösen? Warte, ich möchte etwas tun. Damit du es nicht mit der Hand halten musst. Ich hoffe auf einen Umtausch. Dafür tun wir alles. Sie behandeln mich hier gut. Kann ich eine Zigarette haben? Das ist gut. In die Kamera. Was ist mit deiner Hand los? Gebrochener Arm. Halten Sie durch, Wova. Okay. Wie geht es dir? Alles wird gut. Wir sind in Ordnung. Ich begann mehr oder weniger zur Besinnung zu kommen. Ich habe einen gebrochenen Arm. Dein Arm wird heilen, wichtig ist nur, dass du lebst. Haben Sie einen Gips angelegt? Sie legten mir eine Schiene an und sagten, dass sie die Behandlung in Russland beenden würden. Bisher wurden hier nur Verbände angelegt. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Bis man offiziell als Kriegsgefangener anerkannt wird, kann niemand etwas unternehmen. Unserer wartet auf die Bestätigung der Ukraine, dass sie ein Kriegsgefangener sind. Danach können sie ausgetauscht werden. Heute habe ich die Militäreinheit angerufen. Sie sagten, dass die Antwort bisher nicht gekommen sei. Die Hauptsache ist, dass du lebst. Ich bin so froh, dich zu sehen. Und wie geht es den Kindern? Wir sind in Ordnung. Hier ist die ganze Stadt auf den Ohren. Alle sind besorgt. Chabarovsk, Amoka. Alle stehen einfach unter Schock. Bleiben Sie bitte stark. Ich halte durch. Okay, Liebling. Die Hauptsache ist, dass sie gut behandelt werden. Medizinische Hilfe geleistet. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Wenn ich die Gelegenheit habe, Sie wieder anzurufen, werde ich das tun. Ja, jederzeit, Wova. Tschüss, Schatz. Ich liebe dich. Tschüss. Kann ich fragen? Leg nicht auf. Darf ich fragen? Wer braucht diesen Krieg, sagen die Leute. Niemand braucht sie. Warum zieht man dann in den Krieg und schickt sie in den Tod? Mein Mann wurde mobilisiert. Er ging gegen seinen Willen. Er ist kein Freiwilliger und kein Soldat. Er ist Zivilist. Er könnte weglaufen. Wie? Wie kann man das machen? Ich weiß nicht. Aber diese Fragen sind nicht mehr für mich. Ich war nicht anwesend. Gibt es jemanden, der für den Krieg ist? Ja, natürlich. Es gibt einige im Land der Sklaven. Verabschiede dich. Auf Wiedersehen, Schatz. Küsse, mein Schatz. Halte durch. Ich bin bei dir. Vergiss das nicht. Alle. Denken Sie an uns, und alles wird gut werden. Ich küsse dich. Vielen Dank, Tränen des Glücks. Ich habe sie live gesehen und mit ihr gesprochen. Möchten Sie etwas hinzufügen? Was für ein Narr ich bin, hierher zu kommen. Viele davon? Viel. Gab es welche, die nicht aus ihrer Stadt zurückgekehrt sind? Wahrscheinlich. Es wird immer noch reichlich Fleisch vorhanden sein. Ja. Ja? Ich denke ja. Werden Sie sich an Ihre Landsleute wenden? Ich werde euch sagen, nehmt nicht am Krieg teil. Dies ist nicht euer Land. Euer Land ist in eurem Gebiet, bleibt dort. Das ist alles. Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke.